Lektion 1: Entspannende Rückzugsorte. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, einen Wochenendausflug zum Entspannen zu planen. Das klingt wunderbar. Haben Sie einen bestimmten Ort im Sinn? Ich denke über eine gemütliche Hütte am See nach. Ich möchte wirklich in der Natur entspannen. Eine Hütte klingt perfekt. Haben Sie darüber nachgedacht, welche Annehmlichkeiten Sie sich wünschen? Definitiv. Ich dachte, es wäre schön, eine Badewanne für ein paar wohltuende Bäder zu haben. Das ist eine tolle Idee. Es ist so entspannt, nach einem langen Tag ein warmes Bad zu nehmen. Genau. Ich muss prüfen, ob ich bei der Buchung der Hütte eine Badewanne anfordern kann. Auf jeden Fall können Sie bei der Buchung in der Regel bestimmte Annehmlichkeiten anfragen. Ich hoffe, dass Sie auf Sonderwünsche eingehen. Es würde den Aufenthalt so viel schöner machen. Die meisten Orte helfen gerne dabei. Geben Sie es unbedingt bei der Buchung an. Guter Punkt. Ich werde auch nach nahegelegenen Wanderwegen fragen. Ich möchte die Natur genießen. Wandern klingt nach einer fantastischen Möglichkeit, die Gegend zu erkunden. Planen Sie, alleine zu gehen. Vielleicht lade ich ein paar Freunde ein, mitzumachen. Es macht immer Spaß, Erfahrungen auszutauschen. Definitiv. Außerdem ist es toll, beim Wandern und Entspannen in der Hütte Gesellschaft zu haben. Genau, wir können gemeinsam kochen und schöne Abende am Feuer genießen. Das klingt wie ein Traum. Das gemeinsame Kochen steigert das Erlebnis. Was wirst du machen? Ich denke an einfache Mahlzeiten, vielleicht Pasta und etwas gegrilltes Gemüse. Irre. Sie könnten sogar Essmores zum Nachtisch am Feuer zubereiten. Oh, absolut. Esmores sind ein Muss für jeden Hüttenausflug. Das ist so wahr. Und vergessen Sie nicht, ein paar gute Bücher zum Lesen mitzubringen. Tolle Idee. Ich liebe es, es mir in gemütlicher Atmosphäre mit einem Buch gemütlich zu machen. Es ist die perfekte Art, sich zu entspannen. Haben Sie ein Buch im Sinn? Ich wollte schon immer einen Kriminalroman lesen. Etwas Aufregendes, das mich beschäftigt. Lektion 2: Routinen erstellen. Hallo Anna, ich habe deinen Social-Media-Beitrag über deine Fitnessreise gesehen. Wow, das ist beeindruckend. Danke, John. Ich habe hart daran gearbeitet, aktiv zu bleiben und einen gesunden Lebensstil aufrechtzuerhalten. Das merkt man. Ich muss selbst wirklich wieder in eine Routine zurückfinden. Ich war in letzter Zeit etwas faul. Ich verstehe dieses Gefühl. Der Beginn einer Routine kann eine Herausforderung sein, aber es ist so lohnend. Genau. Welche Routine folgen Sie? Ich versuche, unter der Woche Cardio und Krafttraining zu kombinieren. Es hält die Dinge interessant. Das klingt ausgewogen. Normalerweise konzentriere ich mich auf Cardio, aber ich weiß, dass ich auch Krafttraining einbauen sollte. Krafttraining eignet sich hervorragend zum Muskelaufbau und zur Ankurbelung des Stoffwechsels. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich hatte vor, ein paar Heimtrainings auszuprobieren. Hast du Lieblingsübungen? Ich liebe Kniebeugen und Liegestütze. Sie sind einfach, aber sehr effektiv für das Ganzkörpertraining. Das sind gute Entscheidungen. Ich sollte jeden Tag mit ein paar Sätzen beginnen, um meine Kraft aufzubauen. Das ist ein toller Plan. Sie können die Intensität schrittweise steigern, wenn Sie stärker werden. Ja, ich möchte auch etwas Dehnübungen einbauen, um meine Flexibilität zu verbessern. Dehnen ist unerlässlich. Es beugt Verletzungen vor und hält Ihre Muskeln gesund. Das werde ich mir notieren. Wie sieht es mit Ihrer Ernährung aus? Befolgen Sie bestimmte Richtlinien? Ich versuche mich ausgewogen mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten zu ernähren.
Das klingt klug. An arbeitsreichen Tagen vergesse ich oft, ausreichend Obst und Gemüse zu essen. Dabei kann die Zubereitung von Mahlzeiten helfen. Wenn Sie Ihre Mahlzeiten im Voraus zubereiten, ist es einfacher, sich gesund zu ernähren. Meal Prepping ist eine tolle Idee. Dafür muss ich an den Wochenenden etwas Zeit aufwenden. Definitiv. Das spart unter der Woche Zeit und hält Sie bei Ihren Zielen auf dem Laufenden. Wie bleiben Sie motiviert, an Ihrer Routine festzuhalten? Ich setze mir kleine, erreichbare Ziele und feiere meine Fortschritte. Es hält mich motiviert. Das ist ein kluger Ansatz. Vielleicht sollte ich mir auch ein paar Ziele für meine Fitnessreise setzen. Lektion 3: Reiseträume. Hallo Anna, ich bin gerade online auf einige unglaubliche Reiseziele gestoßen. Wurf, das klingt spannend. Welche Orte hast du gefunden? Ich habe atemberaubende Bilder des Nordlichts in Island gesehen. Sie sehen magisch aus. Ich wollte schon immer das Nordlicht sehen. Wie lange sollte ich bleiben, um sie zu fangen? Idealerweise sollten Sie mindestens eine Woche bleiben. Es gibt Ihnen mehr Chancen, sie zu sehen. Das macht Sinn. Was kann man in Island sonst noch tun, außer die Lichter zu sehen? Es gibt so viel. Sie können Geysire und Wasserfälle erkunden und sogar in natürlichen heißen Quellen entspannen. Das klingt wie ein Traum. Ich habe gehört, dass die blaue Lagune ein Muss ist. Absolut. Es ist ein wunderschönes geothermisches Spa mit atemberaubend blauem Wasser. Perfekt zum Entspannen. Ich kann es mir vorstellen. Wie wäre es mit dem Essen? Lohnt es sich, lokale Gerichte zu probieren? Definitiv. Die isländische Küche umfasst frische Meeresfrüchte und Lammfleisch. Sie haben auch ein einzigartiges Gericht namens Hakal. Pfeffer, was ist das? Es ist fermentierter Hai. Es hat einen starken Geschmack, aber viele sagen, es sei ein erworbener Geschmack. Ich muss vielleicht mutig sein, das zu versuchen. Wie sieht es mit anderen Reisezielen aus? Ich habe auch tolle Fotos von Kyoto, Japan, gefunden. Die Kirschblüten dort sind atemberaubend. Kyoto ist wunderschön. Ich würde gerne die Tempel und Gärten sehen, wenn die Kirschblüten blühen. Ja, der Frühling ist die beste Reisezeit für die leuchtend rosa Landschaft. Wie lange sollte ich Ihrer Meinung nach in Kyoto bleiben? Ein paar Tage wären ideal, um die Stadt und ihre kulturellen Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Das klingt überschaubar. Ich würde dort auch gerne traditionelle Teezeremonien erleben. Teezeremonien sind eine schöne Möglichkeit, in die japanische Kultur einzutauchen. Ich habe während dieser Zeremonien atemberaubende Bilder der Gärten gesehen. Es sieht so friedlich aus. Das ist es wirklich. Die Natur spielt in der japanischen Ästhetik eine große Rolle. Lektion 4: Tech Talk. Hallo Anna, ich habe von einigen neuen elektronischen Geräten gelesen, die hilfreich klingen. Pfeffer, welche Geräte haben Ihre Aufmerksamkeit erregt? Ich habe einen intelligenten Planer gefunden, der sich mit Ihrem Kalender synchronisiert und Sie an wichtige Aufgaben erinnert. Das klingt erstaunlich. Da ich Fristen oft vergesse, wäre eine Erinnerung von Vorteil. Genau, es kann Ihnen auch dabei helfen, Ziele zu setzen und Ihre Fortschritte im Laufe der Woche zu verfolgen. Das könnte ich auf jeden Fall gebrauchen. Ich versuche immer, organisiert zu bleiben, gerate aber oft ins Hintertreffen. Ebenfalls, ich fühle mich oft mit meinem Terminkalender überfordert. Ein digitaler Planer könnte wirklich hilfreich sein. Haben Sie darüber nachgedacht, für alle Ihre Projekte einen digitalen Arbeitsplatz zu schaffen? Ich habe. Ich denke über den Einsatz einer Projektmanagement-Software nach, um alles organisiert zu halten.
Das ist eine tolle Idee. Es ermöglicht Ihnen, Aufgaben aufzuteilen und auch mit anderen zusammenzuarbeiten. Ja, ich liebe die Idee, Updates teilen und einfach mit Teammitgliedern kommunizieren zu können. Kommunikation ist der Schlüssel. Ich habe auch von digitalen Notiz-Apps gehört, die sich geräteübergreifend synchronisieren lassen. Die sind wirklich nützlich. Sie können Ideen überall notieren und später darauf zugreifen. Ich liebe das. Es eignet sich perfekt für Brainstorming-Sitzungen, wenn die Inspiration aufkommt. Haben Sie schon einmal versucht, Notizen mit einem Tablet zu machen? Es kann sehr praktisch sein. Das habe ich nicht, aber ich habe gesehen, dass Leute mit Stiften schreiben, genau wie auf Papier. Ja, es fühlt sich so natürlich an und kann Ihnen helfen, bei Besprechungen oder Vorträgen konzentriert zu bleiben. Ich könnte es versuchen. Kennen Sie gute Apps zum Organisieren von Notizen? Ich habe großartige Dinge über Notion und Evernote gehört. Beide verfügen über vielseitige Funktionen. Ich werde sie mir ansehen. Alles an einem Ort zu haben, würde mir viel Zeit sparen. Definitiv. Außerdem können Sie Notizen nach Themen oder Projekten kategorisieren, was sehr hilfreich ist. Das klingt perfekt. Ich freue mich darauf, meinen digitalen Raum aufzuräumen und produktiver zu sein. Ich auch. Ich denke, dass die Schaffung einer strukturierten Umgebung unsere Effizienz wirklich steigern kann. Lektion 5: Geschmackvolle Entdeckungen. Hallo Anna, ich habe gerade dieses neue Nudelgericht ausprobiert und es war unglaublich. Tiffel, was hat es so besonders gemacht? Die Nudeln waren herzhaft und die Gewürze sorgten für eine Geschmacksexplosion in meinem Mund. Das hört sich köstlich an. Welche Gewürze wurden verwendet? Sie verwendeten eine Mischung aus Chili, Knoblauch und Ingwer. Es gab dem Gericht einen schönen Kick. Ich liebe Ingwer beim Kochen. Es verleiht so einen frischen Geschmack. Hast du es selbst gemacht? Ich wünsche. Ich habe es in einem lokalen Restaurant gefunden, das auf asiatische Küche spezialisiert ist. Ich muss mir diesen Ort ansehen. Gibt es noch andere interessante Gerichte? Ja, sie bieten eine Auswahl an Knödeln, Reisgerichten und sogar Dessertoptionen. Knödel klingen verlockend. Sind sie gedämpft oder frittiert? Sie haben beides. Die gedämpften sind mit Schweinefleisch gefüllt, während die frittierten knusprig und goldbraun sind. Ich kann sie fast schmecken. Was ist mit dem Nachtisch? Irgendwelche Empfehlungen? Sie haben einen Kokosnusspudding, der leicht und erfrischend ist. Perfekt nach einem herzhaften Essen. Das klingt herrlich. Ich liebe Kokosdesserts. Sie sind normalerweise so cremig und süß. Genau. Die Kombination aus Aromen und Texturen sorgt für ein perfektes Finish. Ich bekomme schon Hunger, wenn ich davon höre. Planen Sie bald wieder zu kommen. Definitiv. Ich möchte beim nächsten Mal mehr Gerichte probieren, insbesondere die scharfe Nudelsuppe. Scharfe Nudelsuppe klingt nach einer tollen Wahl. Ich liebe eine gute, wärmende Suppe. Ich auch. Es ist perfekt für kühle Tage. Hast du ein Lieblingsnudelgericht? Ich bin ein großer Fan von Pad Thai. Die Kombination aus Erdnüssen, Limette und frischem Gemüse ist unglaublich. Pad Thai ist köstlich. Ich liebe es, wie es süße, saure und herzhafte Aromen ausbalanciert. Ja, und die Knusprigkeit der Erdnüsse sorgt für eine schöne Textur. Haben Sie versucht, es zuzubereiten? Ich habe. Es war etwas knifflig, aber das Ergebnis war es wert. Ich werde es auf jeden Fall wieder machen. Lektion 6: Reisetipps. Hallo Anna, ich habe über Reisebestimmungen gelesen, insbesondere über Flüssigkeiten im Gepäck. Das ist ein kluger Schachzug.
Was haben Sie über die Menge an Flüssigkeiten herausgefunden, die wir mitbringen dürfen? Ja, jeder Behälter sollte nicht mehr als 100 Milliliter fassen, wenn Sie fliegen. Das macht Sinn. Und alle Behälter müssen in einen einzigen Beutel in Traggröße passen, oder? Genau. Es ist wichtig, diese Regeln zu befolgen und Verzögerungen bei Sicherheitskontrollen zu vermeiden. Hatten Sie schon einmal am Flughafen damit zu tun? Ich habe. Einmal vergaß ich eine große Flasche Shampoo und sie mussten sie wegwerfen. Oh nein, das klingt frustrierend. Ich überprüfe meine Tasche jetzt immer noch einmal. Gute Idee. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen. Haben Sie Utensilien, die Sie immer einpacken? Definitiv. Ich bringe immer ein tragbares Ladegerät mit. Bei langen Flügen ist es ein Lebensretter. Das ist ein toller Tipp. Normalerweise vergesse ich, meins einzupacken und mache mir am Ende Sorgen um den Akku meines Telefons. Ein weiteres Muss für mich sind Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Sie machen im Flugzeug einen großen Unterschied. Ich kann es mir vorstellen. Es ist schön, den Lärm auszublenden und Musik oder einen guten Film zu genießen. Klar, wie wäre es mit Snacks? Bringen Sie welche mit, wenn Sie reisen? Ja, ich packe immer ein paar Nüsse und Müsli-Riegel ein. Sie sind gesund und halten mich satt. Das ist klug. Das Essen am Flughafen kann teuer und nicht immer das Beste sein. Rechts. Wenn Sie Snacks zur Hand haben, sparen Sie Geld und Zeit. Welche Snacks bringen Sie normalerweise mit? Ich liebe es, Trockenfrüchte und dunkle Schokolade mitzubringen. Sie sind perfekt für eine süße Leckerei. Das hört sich köstlich an. Das sollte ich das nächste Mal versuchen. Haben Sie Tipps, wie Sie sich während eines Fluges wohlfühlen? Schichten sind der Schlüssel. Ich trage immer einen leichten Pullover, der es in Flugzeugen kühl sein kann. Toller Rat. Für zusätzlichen Komfort bringe ich auch ein Nackenkissen mit. Es hilft mir, besser zu schlafen. Ich muss mir so eins besorgen. Ohne angemessene Unterstützung kann das Schlafen im Flugzeug schwierig sein. Völlig. Und vergessen Sie nicht, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Bei langen Flügen ist Trinkwasser unerlässlich. Lektion 7: Fitnessvorteile. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit wieder mit meinem Trainingsprogramm begonnen. Das ist großartig. Das ist fantastisch, John. Welche körperlichen Vorteile haben Sie bisher erlebt? Nun, ich fühle mich den ganzen Tag über energiegeladener, was eine enorme Verbesserung darstellt. Energie ist so wichtig. Haben Sie Veränderungen in Ihrer Kraft oder Ausdauer bemerkt? Definitiv. Ich kann jetzt schwerere Gewichte heben und längere Strecken laufen, ohne mich erschöpft zu fühlen. Das ist beeindruckend. Es ist erstaunlich, wie schnell sich unser Körper an regelmäßige Bewegungen anpassen kann. Das ist es wirklich. Außerdem habe ich das Gefühl, dass meine Muskeln straffer sind, was mein Selbstvertrauen stärkt. Gestärkte Muskeln können einen großen Unterschied darin machen, wie wir uns fühlen. Welche Art von Training hast du gemacht? Ich habe Krafttraining mit Cardiotraining wie Laufen und Radfahren kombiniert. Es bleibt interessant. Das Mischen von Trainingseinheiten ist ein kluger Ansatz. Es beugt Langeweile vor und trainiert verschiedene Muskelgruppen. Genau. Ich genieße auch Gruppenunterricht. Sie motivieren mich, mich noch mehr anzustrengen. Gruppenunterricht kann so erhebend sein. Es ist großartig, die Erfahrung mit anderen zu teilen. Sicher. Darüber hinaus geben die Trainer häufig hilfreiche Tipps zu Form und Technik. Das ist ein großer Vorteil. Eine gute Form ist wichtig, um Verletzungen zu vermeiden. Hatten Sie schon einmal Verletzungen? Glücklicherweise hatte ich keine ernsthaften Verletzungen, aber ich hatte Schmerzen, weil ich es übertrieben hatte.
Schmerzen treten häufig auf, besonders wenn man mit einer neuen Routine beginnt. Tun Sie etwas, um die Genesung zu unterstützen. Ja, ich achte darauf, mich nach dem Training zu dehnen und mir bei Bedarf Ruhetage zu gönnen. Dehnen ist der Schlüssel. Es verbessert die Flexibilität und verringert das Verletzungsrisiko. Außerdem versuche ich, ausreichend Flüssigkeit zu mir zu nehmen und mich ausgewogen zu ernähren, um mein Training zu unterstützen. Das ist klug. Die Ernährung spielt eine große Rolle dabei, wie wir uns fühlen und wie wir unsere Leistung erbringen. Was isst du Ich normalerweise? konzentriere mich auf mageres Eiweiß, Vollkornprodukte und viel Obst und Gemüse. Klingt nach einer gesunden Ernährung. Kochen Sie Ihre Mahlzeiten selbst oder bevorzugen Sie Essen zum Mitnehmen? Ich koche hauptsächlich zu Hause. Es macht Spaß, mit neuen Rezepten und Geschmacksrichtungen zu experimentieren. Lektion 8. Morgenroutinen. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über meine Morgenroutine nachgedacht. Es war ein bisschen chaotisch. Ich kann es nachvollziehen. Eine gute Morgenroutine kann einen positiven Ton für den Tag vorgeben. Was machst du normalerweise? Ich stehe schnell auf und lasse oft das Frühstück aus. Das ist nicht der beste Start in den Tag. Das Auslassen des Frühstücks kann definitiv dazu führen, dass Sie sich träge fühlen. Haben Sie darüber nachgedacht, früh aufzustehen? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Wenn ich jeden Tag vor 9 Uhr aufstehen könnte, wäre das hilfreich. Ruf. Wenn Sie früh aufstehen, haben Sie mehr Zeit, sich vorzubereiten und zu entspannen, bevor Sie den Tag beginnen. Ich stimme zu. Ich würde gerne morgens etwas Sport treiben. Hast du eine morgendliche Trainingsroutine? Retour. Normalerweise gehe ich schnell joggen oder mache Yoga. Es gibt mir Energie für den Rest des Tages. Das hört sich großartig an. Ich habe gehört, dass Yoga auch bei der Flexibilität und beim Stressabbau helfen kann. Das tut es wirklich. Schon 15 Minuten Dehnübungen können einen großen Unterschied in meinem Befinden machen. Ich sollte es mal versuchen. Welche anderen Aktivitäten gehören zu Ihrer Morgenroutine? Ich verbringe auch ein paar Minuten mit Meditieren. Es hilft mir, meinen Kopf frei zu bekommen und mich auf meine Ziele zu konzentrieren. Meditation klingt nach einer wunderbaren Praxis. Ich wollte es schon immer mal ausprobieren, habe aber anscheinend nie die Zeit dafür gefunden. Es ist einfacher, als Sie denken. Sie können mit nur 5 Minuten pro Tag beginnen. Das ist machbar. Ich werde versuchen, es in meinen Morgen zu integrieren. Wie wäre es mit dem Frühstück? Normalerweise esse ich Haferflocken mit Früchten oder einen Smoothie. Es ist sättigend und nahrhaft. Das hört sich lecker und gesund an. Ich trinke oft einen Kaffee und vergesse zu essen. Kaffee ist großartig, aber es ist wichtig, ihn mit einer guten Mahlzeit auszugleichen. Vielleicht versuchen Sie es mit Overnight Oats. Overnight Oats. Wie macht man die? Es ist ganz einfach. Mischen Sie einfach Haferflocken mit Milch oder Joghurt, fügen Sie Früchte oder Nüsse hinzu und lassen Sie es über Nacht im Kühlschrank ruhen. Das klingt einfach. Ich könnte es am Vorabend vorbereiten und es mir morgens holen. Lektion 9. Etikette und Bräuche. Hallo Anna, ich habe über verschiedene Bräuche auf der ganzen Welt gelesen und es ist faszinierend. Das ist es wirklich. Einige Traditionen haben interessante Ursprünge. Was hast du herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass das Abnehmen des Hutes als Zeichen des Respekts möglicherweise ursprünglich vom Abnehmen eines Helms herrührt. Das ist eine coole Verbindung. Es macht Sinn, dass es Offenheit und Demut symbolisiert. Genau. Es ist, als würde man zeigen, dass man keine Bedrohung darstellt. Sind Ihnen auf Ihren Reisen ungewöhnliche Bräuche aufgefallen? Tja, in manchen Kulturen ist es höflich, Menschen mit einer Verbeugung statt mit einem Händedruck zu begrüßen. Eine Verbeugung ist eine respektvolle Geste. Ich habe gehört, dass es in Japan üblich ist. Welche anderen Bräuche kennen Sie?
In Italien ist es üblich, jeden im Raum zu begrüßen, auch wenn man ihn nicht kennt. Das ist interessant. Es schafft eine freundliche Atmosphäre. Im Gegensatz dazu bevorzugen einige Orte mehr persönlichen Raum. Verf In manchen Kulturen kann es unangenehm sein, zu nahe zu stehen. Es ist wichtig, die örtlichen Normen zu kennen. Absolut. Ich erinnere mich, dass ich mich etwas verloren fühlte, als ich in ein neues Land reiste, ohne die Etikette zu verstehen. Es kann eine Herausforderung sein. Es ist immer eine gute Idee, sich vor einem Besuch über die Bräuche zu informieren. Ja, es zeigt Respekt vor der lokalen Kultur. Apropos Zoll, was halten Sie vom Trinkgeld? Das Trinkgeld ist sehr unterschiedlich. In einigen Ländern wird dies erwartet, während es in anderen als unhöflich angesehen wird. Rechts. In den USA ist Trinkgeld üblich, in Japan ist dies jedoch nicht erforderlich, da der Service bereits inbegriffen ist. Ich finde es immer interessant, wie sich Bräuche im Laufe der Zeit entwickeln. Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der Sie nicht wussten, was Sie tun sollten? Ja, einmal habe ich in einem Land im Nahen Osten versehentlich meine linke Hand benutzt, um etwas zu reichen, und es war mir peinlich. Das ist verständlich. In manchen Kulturen gilt die linke Hand als unrein. Es ist gut, diese Dinge zu lernen. Sicher. Ich denke, dass die Kenntnis der Bräuche unsere Reiseerlebnisse verbessern und uns helfen kann, mit Einheimischen in Kontakt zu treten. Syluf, es öffnet die Tür zu sinnvolleren Interaktionen. Wie sieht es mit Tischmanieren aus? Irgendwelche Tipps? Ach, Tischmanieren können sehr unterschiedlich sein. An manchen Orten ist es höflich, alles aufzuessen, was man auf dem Teller hat, an anderen hingegen nicht. Das ist mir auch aufgefallen. In Frankreich zum Beispiel kann das Zurücklassen von etwas Essen ein Zeichen dafür sein, dass man zufrieden ist. Das ist ein toller Punkt. Die Kenntnis dieser Nuancen kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Version 10. Gehaltsverhandlung. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, über mein Gehalt für meinen neuen Job zu verhandeln. Das klingt nach einem klugen Schachzug. Haben Sie eine Strategie im Kopf? Ja, ich habe vor, in der Diskussion meine Fähigkeiten und Erfahrungen hervorzuheben. Das ist ein toller Ansatz. Das Hervorheben Ihrer Stärken kann Ihnen mehr Einfluss verschaffen. Genau. Ich habe das Durchschnittsgehalt für meine Position und Branche recherchiert, was hilfreich ist. Das ist wichtig. Das Wissen um Ihren Wert kann bei Verhandlungen einen großen Unterschied machen. Ich möchte auch konkrete Beispiele meiner bisherigen Erfolge nennen, um meinen Wert zu demonstrieren. Das ist eine fantastische Idee. Konkrete Beispiele können Arbeitgeber von ihren Fähigkeiten überzeugen. Das denke ich auch. Außerdem bereite ich mich darauf vor, zu besprechen, wie ich zum Erfolg des Unternehmens beitragen kann. Es ist von entscheidender Bedeutung, zu zeigen, wie Sie einen Mehrwert schaffen können. Haben Sie Ihr Verhandlungsgeschick geübt? Ich habe. Ich habe mit einem Freund ein Rollenspiel gespielt, um mein Selbstvertrauen für das Gespräch zu stärken. Das ist eine kluge Taktik. Das Üben kann Ihnen helfen, Fragen und Einwände vorherzusehen. Rechts. Ich möchte auf eventuelle Gegenangebote vorbereitet sein. Es ist gut, eine klare Vorstellung davon zu haben, was Sie wollen und was Sie bereit sind zu akzeptieren. Ich stimme zu. Ich denke auch über gehaltsunabhängige Zusatzleistungen wie zusätzliche Urlaubstage oder flexible Arbeitszeiten nach. Auch die sind wichtig. Manchmal können Vergünstigungen genauso wertvoll sein wie ein höheres Gehalt. Genau. Ich möchte ein umfassendes Vergütungspaket, das meine Bedürfnisse widerspiegelt. Das ist ein praktischer Ansatz. Gibt es Verhandlungstechniken, die Sie einsetzen möchten? Ich habe von der Stille-Technik gelesen, bei der man innehält, nachdem man seine Gehaltsvorstellungen geäußert hat. Das kann effektiv sein. Schweigen ermutigt die andere Partei oft,
die Lücke mit einem Angebot zu schließen. Ja, es ist wichtig, das Gespräch nicht zu überstürzen. Ich möchte selbstbewusst und gelassen klingen. Das ist der Schlüssel. Auch die Beibehaltung einer positiven Einstellung kann den Verhandlungsprozess beeinflussen. Absolut. Ich habe vor, meine Begeisterung für die Rolle zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig meine Erwartungen zu besprechen. Lektion 11: Korruption verstehen. Hallo Anna, ich bin beim Lesen über Regierungsthemen auf den Begriff Korruption gestoßen. Das ist ein wichtiges Thema. Korruption kann schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass wir sagen, dass diese Person korrupt ist, wenn ein Beamter einer Regierung oder eines Unternehmens unehrlich handelt. Hierauf, bei Korruption geht es oft darum, Macht zum persönlichen Vorteil zu missbrauchen. Dies kann Bestechung oder Betrug beinhalten. Rechts. Es ist alarmierend, wie Korruption das Vertrauen in Institutionen untergraben kann. Haben Sie Beispiele dafür gesehen? In einigen Ländern wurden Regierungsbeamte bei der Veruntreuung öffentlicher Gelder erwischt. Es ist entwürdigend. Das stimmt. Dadurch werden Ressourcen von wesentlichen Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung abgezogen. Hilf. Korruption kann die wirtschaftliche Entwicklung behindern und die Ungleichheit verschärfen. Ich habe auch gelesen, dass es schwierig sein kann, Korruption zu beseitigen, weil sie oft systemischen Charakter hat. Das ist ein guter Punkt. Wenn Korruption weit verbreitet ist, kann sie eine Kultur der Unehrlichkeit schaffen. Genau. Menschen mögen es als normal empfinden, sich an korrupten Praktiken zu beteiligen, wenn alle um sie herum dies tun. Es ist ein Teufelskreis. Was kann Ihrer Meinung nach getan werden, um Korruption zu bekämpfen? Transparenz ist der Schlüssel. Regierungen sollten ihre Operationen der öffentlichen Kontrolle zugänglich machen. Ich stimme zu. Transparenz trägt dazu bei, dass Beamte zur Rechenschaft gezogen werden und verringert das Risiko von Korruption. Bildung ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Wenn man die Menschen über ihre Rechte aufklärt, kann dies sie dazu befähigen, der Korruption zu widerstehen. Definitiv. Informierte Bürger fordern eher Rechenschaftspflicht von ihren Führungskräften. Ich habe gelesen, dass unabhängige Medien eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung korrupter Aktivitäten spielen. Das stimmt. Investigativer Journalismus kann Skandale aufdecken und die Öffentlichkeit informieren. Es ist beeindruckend, wie die Medien den Wandel beeinflussen können, indem sie Korruption hervorheben. Tja, wenn sich die Menschen der Korruption bewusst sind, können sie auf Reformen und eine bessere Regierungsführung drängen. Apropos Reformen. Einige Länder haben Antikorruptionsgesetze eingeführt. Haben Sie davon gehört? Tja, Gesetze zur Korruptionsprävention können dazu beitragen, ein ethischeres Umfeld zu schaffen. Es ist ermutigend zu sehen, dass Regierungen Maßnahmen gegen Korruption ergreifen. Allerdings ist die Durchsetzung von entscheidender Bedeutung. Lektion 12: Networking und Kommunikation. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie ich Kontakte für bevorstehende Veranstaltungen knüpfen kann. Das ist eine tolle Idee. Networking kann wirklich Türen öffnen. Welche Strategien erwägen Sie? Ich halte es für unerlässlich, potenziellen Kontakten eine personalisierte E-Mail zu senden. Es zeigt Interesse und Einsatz. Zuruf. Eine personalisierte E-Mail kann im Vergleich zu einer allgemeinen Nachricht einen starken Eindruck hinterlassen. Genau. Ich habe vor, spezifische Details zu Ihrer Arbeit zu erwähnen, um zu zeigen, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Das ist klug. Eine maßgeschneiderte Botschaft kann bessere Beziehungen fördern und echtes Interesse zeigen. Ich denke auch, dass es wichtig ist, nach der Veranstaltung nachzufassen. Eine kurze Dankes-E-Mail kann viel bewirken. Tja, das Nachfassen hält das Gespräch am Laufen und stärkt Ihre Verbindung. Was haben Sie sonst noch vor?
Ich denke darüber nach, Workshops oder Seminare zu meinem Fachgebiet zu besuchen. Sie eignen sich hervorragend, um neue Leute kennenzulernen. Workshops sind fantastisch. Sie vermitteln nicht nur Wissen, sondern schaffen auch Möglichkeiten zum Networking. Genau. Darüber hinaus kann die Teilnahme an Diskussionen während dieser Veranstaltungen dazu beitragen, das Eis zu brechen. D- Das Stellen von Fragen zeigt, dass Sie interessiert sind und kann zu tiefergehenden Gesprächen führen. Ich möchte auch eine kurze Vorstellung über mich selbst vorbereiten, die ich teilen kann, wenn ich neue Leute kennenlerne. Das ist ein toller Ansatz. Eine prägnante Einleitung kann dazu beitragen, dass sich andere besser an Sie erinnern. Ich werde meinen Hintergrund, meine Fähigkeiten und das, was ich mir von der Veranstaltung erhoffe, einbeziehen. Das ist großartig. Es gibt den Leuten einen Kontext darüber, wer sie sind und wonach sie suchen. Ich denke auch darüber nach, mich nach der Veranstaltung in den sozialen Medien zu vernetzen, um diese Beziehungen aufrechtzuerhalten. Das ist ein kluger Schachzug. Plattformen wie LinkedIn eignen sich hervorragend für professionelles Networking. Ja, durch das Teilen relevanter Artikel oder Updates auf LinkedIn können Sie auf dem Radar bleiben. Ja, auch die Auseinandersetzung mit deren Inhalten kann ihre Verbindung stärken. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Aufbau eines starken Netzwerks zu neuen Möglichkeiten und Kooperationen führen kann. Hilf. Bei Networking geht es darum, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufzubauen. Ich freue mich darauf, diese Strategien bei der nächsten Veranstaltung, an der ich teilnehme, in die Tat umzusetzen. Lektion 13: Traumurlaubspläne. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit von einem Urlaub geträumt. Es klingt erstaunlich. Das klingt wirklich spannend. Wohin gedenkst du zu gehen? Ich stelle mir eine tropische Insel vor, auf der wir am Strand entspannen und das kristallklare Wasser genießen können. Das klingt perfekt. Die Vorstellung, bei einem kühlen Getränk in der Sonne zu faulenzen, ist so verlockend. Genau, ich kann mir bereits die wunderschönen Sonnenuntergänge und den weichen Sand unter meinen Füßen vorstellen. Diese Sonnenuntergänge können atemberaubend sein. Gibt es bestimmte Inseln, die Sie im Sinn haben? Ich habe über die Malediven nachgedacht. Die Overwater Bungalows sehen unglaublich aus. Die Malediven sind atemberaubend. Ich habe gehört, dass das Schnorcheln dort auch fantastisch ist. Ja, zwischen farbenfrohen Korallenriffen und exotischen Fischen zu schwimmen wäre ein wahres Abenteuer. Das würde es wirklich. Entspannen Sie sich lieber am Strand oder genießen Sie mehr Aktivitäten? Ich liebe eine Mischung aus beiden. Ein paar Tage Entspannung, gefolgt von einigen abenteuerlichen Aktivitäten, klingt ideal. Das ist eine tolle Balance. Sie können Kajak fahren oder eine Bootstour unternehmen, um die umliegenden Inseln zu erkunden. Absolut. Und vielleicht ein paar Abendspaziergänge am Ufer entlang, um den Nachthimmel zu genießen. Diese Spaziergänge wären magisch. Das Rauschen der Wellen und die Sterne oben schaffen eine so friedliche Atmosphäre. Ja, darüber hinaus wäre es ein Höhepunkt der Reise, die lokale Küche zu probieren. Frische Meeresfrüchte direkt am Strand. Wäre, ich kann dir schon vorstellen, gegrillten Fisch mit tropischen Früchten zu genießen. Was für ein Genuss. Genau. Essen ist ein so wichtiger Teil des Reisens. Es macht Spaß, verschiedene Geschmacksrichtungen zu erleben. Haben Sie darüber nachgedacht, wie lange Sie bleiben möchten? Ich denke, eine Woche wäre perfekt. Genug Zeit zum Entspannen und Erkunden, ohne sich gehetzt zu fühlen. Das klingt ideal. Sie können auch einen Tagesausflug zu nahegelegenen Sehenswürdigkeiten oder kulturellen Städten unternehmen. Tolle Idee. Das Erlernen der lokalen Kultur kann das Reiseerlebnis bereichern. Besuch. Es ist faszinierend zu sehen, wie verschiedene Kulturen ihre Traditionen feiern.
Ich würde gerne lokale Märkte besuchen und auch Streetfood probieren. Es ist immer ein Abenteuer. Lektion 14. Lokale Schätze entdecken. Hallo Anna, ich habe unsere Stadt in letzter Zeit häufiger erkundet und etwas Aufregendes gefunden. Awicke, was hast du entdeckt? Im Stadtzentrum gibt es ein gemütliches Café, das fantastisches Gebäck serviert. Das klingt herrlich. Ich liebe ein gutes Café mit einer warmen Atmosphäre. Was für Gebäck gibt es? Sie haben alles von flockigen Croissants bis hin zu reichhaltigen Schokoladeneclairs. Es ist der Traum eines jeden Gebäckliebhabers. Pfeffer. Ich kann mir schon vorstellen, ein frisches Croissant zu einer Tasse Kaffee zu genießen. Gibt es spezielle Getränke? Ja, sie bieten einzigartige Kaffeemischungen und sogar einen saisonalen Kürbis-Gewürzlatte an, der sehr beliebt ist. Das klingt perfekt für den Herbst. Ich genieße es, verschiedene Kaffeegeschmacksrichtungen auszuprobieren. Ist es ein beliebter Ort? Besonders am Wochenende kann es ziemlich voll werden. Viele Menschen lieben es, dort mit Freunden zu entspannen. Das ist ein gutes Zeichen. Es muss eine schöne Atmosphäre haben. Gibt es draußen Sitzgelegenheiten? Ja, das tun sie. Es gibt eine schöne Terrasse, auf der sie sitzen und die frische Luft genießen können. Ich liebe Sitzgelegenheiten im Freien. Es eignet sich hervorragend, um beim Kaffeetrinken Leute zu beobachten. Genau. Darüber hinaus ist das Café mit lokaler Kunst dekoriert, was zur gemütlichen Atmosphäre beiträgt. Das ist wunderbar. Es ist eine nette Geste, lokale Künstler zu unterstützen. Haben Sie eines Ihrer Backwaren probiert? Ich habe neulich eine Himbeertarte gegessen und sie war köstlich. Die Beeren waren so frisch. Das klingt erstaunlich. Ich liebe Desserts, die Süße mit etwas Säure in Einklang bringen. Ich stimme zu. Ich denke darüber nach, dieses Wochenende ein paar Freunde dorthin zu bringen und die Erfahrung zu teilen. Das ist eine tolle Idee. Es macht immer Spaß, gutes Essen in guter Gesellschaft zu genießen. Genau. Außerdem möchte ich, dass Sie die berühmten Zimtschnecken des Kaffees probieren. Sie sind riesig. Riesige Zimtschnecken. Ich bin dabei. Ich schließe mich gerne an und probiere sie aus. Perfekt. Je mehr, desto besser. Wir können einen lustigen Ausflug daraus machen. Ich freue mich darauf. Das Erkunden neuer Orte in der Stadt kann zu tollen Erinnerungen führen. Definitiv. Es ist schön, lokale Orte zu entdecken, anstatt immer in Kettenrestaurants zu gehen. Lektion 15. Frieden in der Natur finden. Hallo Anna. Ich habe gestern den Botanischen Garten besucht und es war unglaublich. Das klingt erstaunlich. Ich wollte schon immer dorthin. Wie wär's? Es war, als würde man eine friedliche, beruhigende Szenerie betreten. Die Blumen standen in voller Blüte und die Farben waren leuchtend. Ich kann es mir vorstellen. Die Natur hat eine Möglichkeit, den Geist zu beruhigen. Hast du irgendwelche Bilder gemacht? Ja, ich habe ziemlich viele genommen. Die Rosen waren besonders beeindruckend und es gab so viele Sorten. Rosen sind wunderschön. Ich liebe auch ihren Duft. Gab es noch andere interessante Pflanzen? Definitiv. Sie hatten einen Abschnitt mit tropischen Pflanzen und die Blätter waren riesig. Es fühlte sich an wie ein Dschungel. Das klingt faszinierend. Ich liebe die Pflanzenvielfalt in botanischen Gärten. Haben Sie Tiere gesehen? Ja, Schmetterlinge flatterten herum und sogar einige Vögel sangen in den Bäumen. Das klingt bezaubernd. Von Natur umgeben zu sein kann so erfrischend sein. Wie haben Sie sich dort gefühlt? Ich fühlte mich entspannt und verjüngt. Es war eine schöne Flucht aus der Hektik des Alltags. Ich verstehe vollkommen. Manchmal müssen wir einfach einen Schritt zurücktreten und die Schönheit um uns herum genießen. Genau.
Ich saß eine Weile auf einer Bank und lauschte einfach den Geräuschen der Natur. Es war so beruhigend. Das klingt nach einer perfekten Möglichkeit, sich zu entspannen. Sind Ihnen Besonderheiten im Garten aufgefallen? Ja, es gab einen wunderschönen Teich, in dem Koralfische anmutig schwammen. Das Spiegelbild der Bäume im Wasser war atemberaubend. Das muss ein schöner Anblick gewesen sein. Wasserspiele verleihen Gärten immer eine ruhige Note. Das tun sie wirklich. Ich sah auch einen kleinen Wasserfall und das Geräusch des fließenden Wassers war beruhigend. Es kann so entspannend sein, Wasserfällen zuzuhören. Es schafft eine friedliche Atmosphäre. Sicher. Ich glaube, ich könnte Stunden damit verbringen, einfach die Sehenswürdigkeiten und Geräusche dort zu genießen. Ich würde das nächste Mal gerne dabei sein. Es klingt nach einem großartigen Ort, um sich mit der Natur zu verbinden. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, neue Energie zu tanken und etwas Ruhe zu finden. Ich stimme zu. Vielleicht können wir dort ein Picknick planen. Genießen Sie die Landschaft, während Sie ein paar Snacks genießen. Das ist eine fantastische Idee. Ein Picknick inmitten von Blumen wäre ein herrliches Erlebnis. Lektion 16. Hotelausstattung und Dienstleistungen. Hallo Anna, ich habe eine Frage zu den Fitnesseinrichtungen des Hotels. Können Sie mir helfen? Natürlich. Was möchtest du wissen? Ich bin neugierig auf die Art der Ausrüstung, die Sie haben. Wissen Sie, ob es gut ausgestattet ist? Ich glaube, Sie haben eine gute Auswahl an Geräten, darunter Laufbänder, Gewichte und sogar einige Yogamatten. Das klingt vielversprechend. Ich suche immer nach einem Fitnessstudio, das sowohl Cardio- als auch Krafttrainingsmöglichkeiten bietet. Definitiv. Es ist toll, Abwechslung zu haben. Planen Sie, während Ihres Aufenthalts das Fitnessstudio zu nutzen. Ja, ich halte meine Fitnessroutine gerne aufrecht, auch wenn ich reise. Es hilft mir, mich voller Energie zu fühlen. Das ist ein kluger Ansatz. Haben Sie geprüft, ob dort auch Fitnesskurse angeboten werden? Ich habe das noch nicht untersucht. Glauben Sie, dass es sich lohnen würde, an einem Kurs teilzunehmen? Sühlruf. Der Unterricht kann eine unterhaltsame Möglichkeit sein, motiviert zu bleiben und neue Leute kennenzulernen. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht würde mir ein Gruppentraining Spaß machen. Es könnte das Training angenehmer machen. Außerdem geben die Trainer oft wertvolle Tipps und sorgen dafür, dass sie die Übungen richtig ausführen. Rechts. Ich kann immer eine Anleitung gebrauchen, um meine Form zu verbessern. Gibt es bestimmte Kurse, die Sie empfehlen? Ich habe gehört, dass Yoga und Spinningkurse sehr beliebt sind. Beide bieten tolle Workouts. Yoga klingt entspannend, während Spinning mein Herz auf jeden Fall höher schlagen lässt. Ich könnte beides ausprobieren. Das ist ein toller Plan. Überprüfen Sie außerdem, ob das Fitnessstudio über eine Sauna oder ein Dampfbad verfügt. Die sind gut für die Genesung. Oh, ich liebe Saunen. Sie eignen sich perfekt zum Entspannen nach dem Training. Glauben Sie, dass dieses Hotel eines hat? Ich denke, das stimmt. Eine Sauna kann Ihr Fitnesserlebnis wirklich verbessern. Es eignet sich hervorragend zur Muskelentspannung. Das freut mich. Ich werde beim Einchecken auf jeden Fall nach diesen Annehmlichkeiten Ausschau halten. Ein weiterer zu berücksichtigender Punkt ist die Lage des Hotels. Liegt es in der Nähe von Parks oder Laufstrecken? Ja, mir ist aufgefallen, dass es in der Nähe einen großen Park gibt. Vielleicht gehe ich dort laufen, anstatt das Laufband zu benutzen. Das hört sich herrlich an. Draußen laufen kann erfrischend sein und einen Tapetenwechsel bescheren. Genau, ich genieße es, draußen zu sein. Dadurch fühlt sich das Training weniger wie eine lästige Pflicht an. Lektion 17. Familienbesuche und Geschichten. Hi Anna, weißt du was? Mein Großvater aus Irland kommt uns bald besuchen. Das ist spannend. Ich liebe Familienbesuche.
Wie lange ist es her, seit Sie ihn das letzte Mal gesehen haben? Es ist ein paar Jahre her. Letztes Mal kam er mit dem Boot vorbei, was ein ziemliches Abenteuer war. Eine Bootsfahrt klingt fantastisch. Hat er Ihnen Geschichten über seine Reise erzählt? Ja, er erzählte, wie schön das Meer sei und dass er unterwegs sogar Delfine gesehen habe. Delfine, das muss ein magischer Anblick gewesen sein. Ich würde sie gerne in freier Wildbahn sehen. Absolut. Er sagte, dass sich die lange Reise dadurch kürzer anfühlte. Er genießt die Schönheit des Ozeans. Ich kann verstehen, warum. Es hat etwas Friedliches, auf dem Wasser zu sein. Was hat er sonst noch mitgeteilt? Er erwähnte, dass er auf dem Boot interessante Leute traf, darunter Reisende aus verschiedenen Ländern. Das klingt faszinierend. Das Kennenlernen neuer Leute kann Reisen viel bereichernder machen. Definitiv. Er liebt es, ihren Geschichten zuzuhören und seine eigenen Erfahrungen zu teilen. Dein Großvater scheint ein großartiger Geschichtenerzähler zu sein. Hat er Lieblingsmärchen? Oh, er hat genug. Einer meiner Favoriten handelt von seiner Kindheit in Irland und den Spielen, die er dort gespielt hat. Das klingt herrlich. Es ist wunderbar, etwas über Familiengeschichte und Tradition zu erfahren. Ja, es verbindet uns wirklich mit unseren Wurzeln. Ich kann es kaum erwarten, bei seinem Besuch weitere Geschichten zu hören. Haben Sie Aktivitäten für seinen Besuch geplant? Ich dachte, wir könnten ihn zu einigen lokalen Sehenswürdigkeiten mitnehmen, vielleicht zum alten Schloss in der Nähe. Das ist eine tolle Idee. Schlösser haben eine so reiche Geschichte. Ich bin mir sicher, dass er das genießen wird. Ja, und ich möchte ihm auch einige unserer Lieblingsspeisen vorstellen, wie Barbecue und Pizza. Perfekt. Essen kann eine wunderbare Möglichkeit sein, Bindungen aufzubauen. Was ist sein Lieblingsgericht? Er liebt traditionelle irische Gerichte wie Shepherd's Pie. Ich könnte versuchen, es für ihn zu machen. Das hört sich köstlich an. Auch gemeinsames Kochen kann während seines Besuchs eine unterhaltsame Aktivität sein. Genau. Ich bin aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Es wird großartig sein, eine schöne Zeit mit ihm zu verbringen. Lektion 18. Das Universitätsleben erkunden. Hi Anna, hast du schon von der University of Windsor gehört? Ich habe darüber nachgelesen. Ja, das habe ich. Es ist bekannt für seine vielfältigen Programme und seinen schönen Campus. Was hat Ihre Aufmerksamkeit erregt? Ich finde es toll, dass sie Studenten aus aller Welt haben, von West nach Ost und von Süd nach Nord. Es schafft ein so reiches kulturelles Umfeld. Beruf. Vielfalt im universitären Umfeld kann die Lernerfahrungen verbessern. Haben Sie darüber nachgedacht, sich dort zu bewerben? Ich denke darüber nach. Sie bieten einige einzigartige Programme an, die meinen Interessen entsprechen, insbesondere im Bereich der internationalen Beziehungen. Das klingt nach einer fantastischen Wahl. Das Studium der internationalen Beziehungen kann viele Türen öffnen. Welche spezifischen Bereiche interessieren Sie? Ich interessiere mich besonders für Diplomatie und globale Themen. Ich glaube, dass es entscheidend ist, unterschiedliche Kulturen zu verstehen. Das ist eine wertvolle Perspektive. Darüber hinaus kann das Lernen von Klassenkameraden mit unterschiedlichem Hintergrund Einblicke in die Praxis liefern. Genau. Ich würde gerne Ihre Geschichten und Erfahrungen hören. Es würde mein Verständnis der Welt erweitern. Wissen Sie, ob es dort Studentenorganisationen gibt, die sich mit internationalen Studien befassen? Ja, es gibt einige, wie zum Beispiel die International Students Association. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten. Das klingt perfekt. Der Beitritt zu solchen Organisationen kann Ihnen helfen, Freunde zu finden und Kontakte zu knüpfen. Definitiv. Ich habe auch gelesen, dass die Universität das ganze Jahr über kulturelle Veranstaltungen und Festivals veranstaltet. Diese Veranstaltungen müssen so viel Spaß machen.
Es ist eine großartige Gelegenheit, verschiedene Kulturen und Traditionen zu feiern. Sicher. Ich denke, die Teilnahme an diesen Veranstaltungen würde meine Universitätserfahrung bereichern. Haben Sie sich die Campuseinrichtungen angesehen? Ich habe gehört, dass Sie eine tolle Bibliothek und Lernräume haben. Ja, die Bibliothek verfügt über eine umfangreiche Ressourcensammlung und die Lernbereiche sind für Gruppenarbeit konzipiert. Das ist wichtig. Kollaborative Räume können das Lernen ansprechender und produktiver machen. Ich stimme zu. Und ich habe auch gesehen, dass es dort ein Fitnesscenter und Sportdienst gibt. Für mich ist es wichtig, aktiv zu bleiben. Das ist eine tolle Funktion. Die Balance zwischen Studium und körperlicher Aktivität ist der Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Absolut. Ich freue mich über die Möglichkeit, einer Sportmannschaft beizutreten und neue Freunde zu finden. Es hört sich so an, als würden Sie diese Gelegenheit wirklich ernsthaft in Betracht ziehen. Haben Sie den Campus schon besucht? Noch nicht, aber ich habe vor, bald eine Campustour zu machen. Ich möchte ein Gefühl für die Umgebung bekommen. Lektion 19. Die Entwicklung der Zeitungen. Hallo Anna, ich habe einen interessanten Artikel darüber gelesen, wie sich Zeitungen im Laufe der Zeit entwickelt haben, insbesondere in Amerika. Herr Wicke, was wurde über die Veränderungen in den Zeitungen gesagt? Es wurde erwähnt, dass sich inzwischen ein populärerer Ansatz gegenüber Zeitungen entwickelt habe, der sich auf Sensationslust und Unterhaltung konzentriert. Sensationalismus. Das klingt faszinierend. Ich schätze, es zieht mehr Leser an, aber es kann auch die Qualität der Nachrichten verändern. Genau, der Wandel hin zu unterhaltsameren Inhalten überschattet oft seriösen Journalismus. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Während es das Publikum anzieht, kann es Menschen falsch informieren oder von wichtigen Themen ablenken. Rechts. In dem Artikel wurde erläutert, wie viele Menschen heute Schlagzeilen bevorzugen, die Aufmerksamkeit erregen, statt einer ausführlichen Berichterstattung. Das ist mir auch aufgefallen. Bei vielen Artikeln scheinen Klicks Vorrang vor der Bereitstellung umfassender Informationen zu haben. Es geht darum, Ansichten und Schares in den sozialen Medien zu erhalten, was die öffentliche Wahrnehmung wirklich prägen kann. Verf Soziale Medien haben die Art und Weise, wie Nachrichten konsumiert werden, verändert. Glauben Sie, dass traditionelle Zeitungen diesen Wandel überleben können? Einige passen sich an, indem sie digitale Versionen anbieten, aber sie müssen ein Gleichgewicht zwischen Unterhaltung und hochwertiger Berichterstattung finden. Das ist ein guter Punkt. Viele Leser legen immer noch Wert auf investigativen Journalismus und durchdachte Analysen. Ja, insbesondere bei kritischen Ereignissen besteht ein Bedarf an zuverlässigen Quellen. Vertrauen in die Medien ist unerlässlich. Haben Sie Zeitungen gesehen, die sich erfolgreich an diese Veränderungen anpassen? Ja, einige haben Podcasts und Videoinhalte gestartet, um ein breiteres Publikum zu erreichen und gleichzeitig ihre Standards beizubehalten. Das ist eine clevere Strategie. Es ermöglicht Ihnen, in verschiedenen Formaten mit Lesern in Kontakt zu treten. Genau, es geht darum, in einer schnelllebigen digitalen Welt relevant zu bleiben. Was ist mit lokalen Zeitungen? Lokale Zeitungen spielen immer noch eine entscheidende Rolle in den Gemeinden und liefern Nachrichten, die über regionale Medien oft übersehen. Absolut. Sie halten die Menschen über lokale Ereignisse und Themen auf dem Laufenden, die ihnen am wichtigsten sind. Ich denke, es ist wichtig, den lokalen Journalismus zu unterstützen. Sie sind oft auf Community-Abonnements und Spenden angewiesen. Ja, wenn Gemeinden in ihre Lokalzeitungen investieren, stellen sie sicher, dass wichtige Geschichten erzählt werden. Es ist eine Möglichkeit, die Verbindung und Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft zu fördern. Abonnieren Sie Zeitungen. Ich tue. Ich bevorzuge es, eine Mischung aus lokalen und nationalen Nachrichten zu lesen, um über verschiedene Perspektiven informiert zu bleiben. Lektion 20. Die Bedeutung einer klaren Kommunikation. Hallo Anna,
Ich habe darüber gelesen, wie wichtig klare Kommunikation in verschiedenen Bereichen ist. Das klingt interessant. Auf welche Aspekte der Kommunikation konzentrierten Sie sich? Sie diskutierten, wie wichtig es für den Erfolg ist, die Gründe für Veränderungen in den Kommunikationsmethoden zu verstehen. Ruf. Wenn Menschen verstehen, warum Veränderungen stattfinden, ist es wahrscheinlicher, dass sie sich anpassen und sie annehmen. Genau. Im Geschäftsleben beispielsweise kann eine klare Kommunikation die Teamarbeit verbessern und die Produktivität steigern. Ich stimme voll und ganz zu. Fehlkommunikation kann zu Fehlern und Missverständnissen führen, die kostspielig sein können. Rechts. Es ist faszinierend, wie viel Zeit und Ressourcen verschwendet werden können, wenn die Botschaft nicht klar vermittelt wird. Haben Sie Beispiele gesehen, bei denen eine klare Kommunikation einen signifikanten Unterschied gemacht hat? Ja, im Gesundheitswesen beispielsweise kann eine klare Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten die Behandlungsergebnisse verbessern. Das ist ein tolles Beispiel. Patienten, die ihre Beschwerden verstehen, folgen eher dem ärztlichen Rat. Genau. Es befähigt sie, die Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Was ist mit der Bildung? Im Bildungsbereich hilft eine klare Kommunikation den Schülern, Konzepte besser zu verstehen und fördert die aktive Teilnahme. Wahr. Wenn Lehrer effektiv kommunizieren, fühlen sich die Schüler wohler, wenn sie Fragen stellen. Und das fördert eine positive Lernumgebung. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich die Schüler unterstützt fühlen. Definitiv. Ich denke auch, dass in persönlichen Beziehungen eine klare Kommunikation Konflikten vorbeugen kann. Ja, Missverständnisse können oft zu unnötigen Auseinandersetzungen führen. Der offene Dialog ist der Schlüssel. Das ist es wirklich. Ich glaube, dass die Ausübung effektiver Kommunikationsfähigkeiten allen Lebensbereichen zugutekommen kann. Ruf. Haben Sie Tipps zur Verbesserung Ihrer Kommunikationsfähigkeiten? Ein Tipp ist, immer aktiv zuzuhören. Es zeigt, dass Sie die Perspektive der anderen Person schätzen. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Tiefes Zuhören kann das Vertrauen stärken und Gespräche bedeutungsvoller machen. Ein weiterer Tipp ist, prägnant zu sein. Wenn Sie auf den Punkt kommen, vermeiden Sie Verwirrung und sorgen dafür, dass das Gespräch konzentriert bleibt. Ich stimme zu. Eine prägnante Form kann Zeit sparen und sicherstellen, dass die Hauptgedanken effektiv kommuniziert werden. Auch die Verwendung einer positiven Körpersprache kann die Kommunikation verbessern. Nonverbale Hinweise spielen eine große Rolle. Lektion 21. Die Kunst des Briefeschreibens. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, dass wir heutzutage so viel Zeit am Computer verbringen, aber wir schreiben kaum noch Briefe. Das stimmt. Das Schreiben von Briefen scheint altmodisch zu sein, kann aber eine sinnvolle Art der Kommunikation sein. Genau, das Schreiben eines Briefes gibt Ihnen Zeit, über Ihre Gedanken nachzudenken und sie nachdenklich auszudrücken. Ich liebe diese Idee. Es ist etwas Besonderes, den Stift zu Papier zu bringen und sich die Zeit zu nehmen, mit jemandem in Kontakt zu treten. Ja, es fühlt sich persönlicher an als eine kurze E-Mail oder SMS. Haben Sie schon einmal jemandem einen Brief geschrieben? Ich habe, ich habe letztes Jahr einen Brief an meine Großmutter geschrieben. Sie liebte es, es zu erhalten und ließ es sogar auf ihrem Schreibtisch liegen. Das ist wunderbar. Es muss ihr das Gefühl gegeben haben, geschätzt zu werden. Worüber hast du geschrieben? Ich erzählte Geschichten über mein Leben, mein Studium und meine Freunde. Es war schön, ihr einen Einblick in meine Welt zu geben. Das hört sich herrlich an. Es ist schön, Erfahrungen auf eine intimere Art und Weise auszutauschen. Haben Sie Zeichnungen oder Dekorationen beigefügt? Tja, ich habe ein paar Kritzeleien hinzugefügt und buntes Briefpapier verwendet. Dadurch wurde der Brief unterhaltsamer und ansprechender. Das ist eine tolle Geste. Die Personalisierung von Briefen kann sie noch spezieller machen. Das sollte ich das nächste Mal versuchen.
Definitiv. Es verleiht ein einzigartiges Flair. Haben Sie darüber nachgedacht, Briefe an Freunde oder Familie zu schreiben? Ich habe. Ich denke, es wäre eine großartige Möglichkeit, wieder Kontakt zu Menschen aufzunehmen, mit denen ich eine Weile nicht gesprochen habe. Absolut. Es kann Gespräche anregen und alte Freundschaften wieder aufleben lassen. Außerdem zeigt es, dass Sie sich darum kümmern. Ja, und das Schreiben eines Briefes hilft auch dabei, die Gedanken besser zu ordnen, als schnell am Computer zu tippen. Das ist ein guter Punkt. Sie können sorgfältig über Ihre Worte nachdenken und Ihre Gefühle wirklich zum Ausdruck bringen. Genau. Es ist fast wie eine kleine Zeitkapsel ihrer Gedanken und Gefühle in diesem Moment. Ich liebe diese Idee. Denken Sie, dass heutzutage mehr Menschen versuchen sollten, Briefe zu schreiben? Definitiv. Es könnte eine erfrischende Pause von der digitalen Kommunikation sein und tiefere Verbindungen fördern. Ich stimme zu. Außerdem kann der Erhalt eines handgeschriebenen Briefes den Tag eines Menschen verschönern. Es fühlt sich an wie ein Überraschungsgeschenk. Ja, stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihren Briefkasten und finden ein Brief statt nur Rechnungen oder Werbung. Das wäre so eine schöne Überraschung. Es ist eine großartige Möglichkeit, jemandem Wertschätzung zu zeigen. Ich denke, ich werde damit beginnen, einen Brief an meinen Freund im Ausland zu schreiben. Es wird eine lustige Herausforderung.